angefangen hat es mit einer 964 Karosse, C4, also Allrad. Wurde dann in Feinstarbeit zerlegt und einmal sandgestrahlt, komplette Karosse, einmal neu aufgebaut. Von Allrad auf Heckantrieb umgebaut. Und die hinteren Backen sind vom Carrera RS, also verbreitert worden. Vorne die Kotflügel und die Haube sind aus GFK. Ja, hinten drinnen sitzt ein 3,6 Liter 6-Zylinder Sauger vom 964 und außen ist halt alles vom F-Modell angelehnt, umgebaut, angepasst. Und Innenraum alles 964, Technik vom 993, heißt so ein paar technische Helfer. Porsche Fuchsfelgen, keine alten, sind neue, also Porsche so eine Fuchsfelgen gibt es immer noch, kann man noch kaufen. Retro Fuchs heißen die, glaube ich. Also ich vergleiche das immer so, wenn man in ein modernes Auto einsteigt und dann in dieses Kfz zum Beispiel einsteigt, das sind Welten. Also allein wenn der Motor startet, das rührt da hinten raus wie kein zweites und das kann man nicht beschreiben. Also das ist einfach geil. Fährt sich durch den Heckantrieb auch ganz anders als ein Allrad und ist halt ein sportlicher Klassiker. Macht echt Laune mit dem auch durch die Kurven zu fahren. Also an sich, das komplette Fahrzeug fasziniert mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Faszination geil, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und ältere, jüngere Leute auf dich zukommen und dich fragen, was ist das für ein Auto oder das geil finden und sagen, ja, schon habe ich noch nie gesehen oder die Farbe ist gut. Das ist eigentlich das, was es am meisten ausmacht. Meistens die Fragen, die aufkommen, was ist das für ein Porsche? Weil manche erkennen doch den Unterschied zwischen einem F-Modell und dem 964 und fragen sich, ist jetzt nur der Innenraum umgebaut oder ist da was komplett anders? Das ist eigentlich das, was mich das Auto am meisten ausmacht. Ja, und was halt auch immer ganz geil ist, wenn man dann unterwegs ist oder das Auto mal einfach abgestellt hat, dann ist ganz lustig zu beobachten, wenn die meisten sich dann zur Motorhaube hinwenden und erstmal nur gucken, ob es ein aufgeklebtes Logo vom Porsche ist oder ob es halt ein richtiges Emblem ist. Aber der zweite Blick sagt dann immer, irgendwas ist hier komisch, weil man die Struktur von dem GFK drunter halt durchsieht. Das ist halt auch eine Besonderheit, wo man erstmal drauf achten muss. Ja, der Motor wurde von Lund, von einem Motorspezialisten von Gunnar, heißt er. Gunnar Motorsports, glaube ich, heißt er richtig. Und der hat den komplett revidiert, den alten Motor. Und der wurde immer schick gemacht mit einer zweiflutigen Abgasanlage, Edelstahlanlage.
Das Fahrzeug hat so um die 300 PS, fährt knapp 300 Spitze. Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 1300 Kilogramm. Ja, Herr Lund hat halt am Fahrzeug das meiste in alleiniger Arbeit mit seinen Motorenspezialisten zusammen gefertigt, angepasst, zusammengebaut. Also die Maske habe ich auf, weil ich nicht nur in der Autoszene tätig bin, sondern auch bei meinem Vater arbeite. Man muss ja auch vorab sagen, das Auto ist nicht meins, ist auch nicht seins, sondern das ist das Auto von meinem Vater. Weil kein Mensch auf der Welt würde jemals glauben, dass ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger so ein Auto haben. Kann keiner glauben. Und dadurch, dass ich halt auch in einer anderen Branche jetzt tätig bin, wo ich viel mit Banken zu tun habe, auch viel professioneller rüberkommen muss, kann ich mich halt jetzt nicht zeigen. Und da kann ich nicht einfach als Jungspund sagen, ja, hier, ich mache sowas, ich mache Scheiße mit Autos und kommt einfach nicht gut rüber. Oh, meine Gefühle zu Porsche, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil als ich ein Kind war, mein Vater war ja schon immer sehr autofasziniert. Und das erste Auto, an was ich mich erinnern kann, was er hatte, war ein alter X5 Diesel. Und das war einer der geilsten Autos, die ich jemals mitgefahren bin. Da hatte ich so viel Geschichte mit, wie ich mit meinem Vater übers Feld gebrettert und über die Berge, über Schrottplätze, über alles, nur mit diesem Auto. Und vor sage und schreibe 5 Jahren hatte mein Vater sich dann seinen ersten Porsche selber richtig geholt. Das war dann ein neuerer, das war ein Panamera Turbo S Hybrid und der hat natürlich Laune gemacht. Also es war einfach wieder ein Auto, Porsche kennt man nicht anders, Fahrwerk war perfekt. Dieses Fahrverhalten hatte ich auch noch nie in so einer Luxuslimousine gesehen oder auch irgendwie gefühlen können. Und ein halbes Jahr später, nachdem er den Panamera hatte, kam auch dann das Auto. Und da hat irgendwie so diese Liebe zu Porsche angefangen, weil als ich dann einmal mit diesem Auto über die Landstraße gefahren bin, das war ein komplett anderes Gefühl. Also ob du jetzt mit einem neueren Auto über eine Landstraße fährst oder mit einem Oldtimer, finde ich, sind 2 verschiedene Welten. Mit dem einen fährst du und dem anderen lebst du. Daher, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 911er sitzen würde, würden alle sagen, ja, was ist ja vom Papa. Ist jetzt hier nicht anders, da muss man jetzt auch dazu sagen, aber also du kriegst keinen Hass. Die stehen, egal wo du den parkst, es stellen sich immer Leute daneben, machen Fotos davon, dann kommen ältere Leute zu dir und sagen, boah, das war damals das Auto, als du so alt warst, war das Auto, was es für mich nur gab, was ich geliebt habe.
So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat unsere Story hinter dem Auto gefallen. Lasst doch mal ein Like da. Schreibt uns eure Meinung zu dem Auto mal in die Kommentare, würde uns echt interessieren. Und ja, bis vielleicht demnächst.